Der Klimawandel beeinflusst den Wald bereits massiv. Fast jedes Jahr in der vergangenen Dekade war wärmer als das Jahr vorher und die damit verbundenen Extremereignisse wirken sich auf den Wald aus. Besonders betroffen waren die Lagen unterhalb von 1000 Metern über Meer, wo sich die Belastungen kumulierten. Wir hatten lang anhaltende Sommertrockenheiten, wir hatten Stürme im Sommer wie auch im Winter und wir hatten massiven Borkenkäferbefall. Dadurch verändert sich die Zusammensetzung des Waldes. Die Fichte, die häufigste und wirtschaftlich wichtigste Waldbaumart in der Schweiz, ging im Mittelland und im Jura stark zurück. Das Landesforstinventar untersucht den Zustand und die Entwicklung des Waldes mit Hilfe einer systematischen Stichprobeninventur mit über 6.500 Probeflächen in der ganzen Schweiz. Es kann so zeigen, welche Regionen und Baumarten besonders unter den Extremereignissen der letzten Jahre gelitten haben, aber auch, welche jungen Bäume neu aufkommen. Es gibt auch gute Nachrichten. Langfristige Beobachtungen zeigen, dass die Biodiversität im Wald zugenommen hat. Stürme, Trockenheit und Borkenkäferschäden rissen Lücken in die typischerweise oft dunklen Wälder und hinterließen Totholz. So entstanden neue Lebensräume. Auch gezielte Förder- und Schutzmaßnahmen haben dazu geführt, dass sich die Biodiversität erhöht hat. Das alles sind Erfolge, auf denen wir aufbauen müssen. Der Klimawandel und die steigenden Ansprüche der Gesellschaft an Wald machen die Waldbewirtschaftung komplexer. Damit der Wald die von ihm erbrachten Leistungen weiterhin erfüllen kann, braucht es standortgerechte Baumarten und junge Bäume. Besonders im Mittelland bedeutet das, dass wir wärmeliebende Arten brauchen. Die sind gegenüber Trockenheit und Wärme resistenter. Diese Baumarten wachsen aber in dunklen Wäldern nicht. Insgesamt machen zu wenig Licht, der Verbiss von Wildtieren und der Klimawandel die Verjüngung herausfordernd. Die Baumarten, die für die Zukunft geeignet sind, die sind besonders beliebt bei den Wildtieren. Und darum muss man die gegenüber Wildverbiss mit Einzelschutz schützen. Waldverjüngen heisst ja alte Bäume ernten. Und damit diese Sukzessionsstufe aber im Wald erhalten bleibt, legen wir mit Habitatbäumen, mit Totholz legen und mit Ausscheiden von Alt- und Totholzinseln diese Sukzessionsstufen auch im bewirtschafteten Wald integrieren. Le plus grand défi des forêts est actuellement son adaptation au changement climatique. La forêt peut s'adapter si nous agissons rapidement et soutenons des mesures efficaces. Les conclusions du rapport Forestier 2025 nous aident à prendre les bonnes décisions pour l'avenir. La forêt du futur se caractérise par une grande diversité d'espèces et abrite de nombreuses essences d'arbres d'âges différents. Ces forêts sont mieux armées pour faire face aux impacts des changements climatiques. Elles peuvent ainsi continuer à remplir leurs précieuses fonctions. La protection contre les dangers naturels, les loisirs, l'habitat ou un approvisionnement en bois. Ces changements posent également des défis majeurs à l'industrie du bois qui devra également s'adapter aux nouvelles essences qui apparaîtront dans la forêt. En tant que matière première, indigène et renouvelable, le bois continuera à gagner en importance à l'avenir. Afin de disposer de suffisamment de bois, il doit être récolté, utilisé de manière durable et selon le principe de la cascade et de la circularité. L'économie forestière et l'industrie du bois peuvent contribuer à atteindre les objectifs environnementaux et climatiques de la Suisse. Pour relever ces défis majeurs, il est nécessaire d'instaurer un dialogue entre tous les acteurs du secteur de la forêt et du bois et de créer des conditions cadres ainsi que des politiques appropriées. La stratégie intégrale forêt et bois 2050 du Conseil fédéral est la bonne voie à suivre pour y parvenir.